Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen, wenn ich mal Lust drauf habe. Heute gibt es den dritten Teil zum Fackelstreitkolben. Heute werden wir noch ein bisschen die Dinger noch ein bisschen aufhübschen. Hab schon so ein bisschen was vorgemacht. Dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch wieder. Bleibt an. Wir sehen uns. So, ich habe hier schon so ein bisschen vorgearbeitet, bin dann hier hingegangen, habe noch so mit dem Cutter noch so ein paar Scharten hier so reingeschnitten, nicht zu tief, obwohl so ein bisschen tiefer können sie schon machen, dadurch die Farbe so ein bisschen wieder, wenn sie nicht tief genug sind, wieder die Dinger verschwinden. Ja, einfach so ein bisschen, dass das abgenutzter aussieht. Und dann den Rest machen wir dann über die Farbgebung. Bin noch am Überlegen, wie ich sie mache, aber werde ich wahrscheinlich auch wieder so verschiedene Farbgebungen machen. So, hier haben wir jetzt auch schon mal die Dings. Also hier so ein paar Scharten rein, dass das so ein bisschen aussieht, als wenn da schon einer so ein bisschen reingehackt hat. Hier, das werden wir noch so ein bisschen weggucken, dass das ein bisschen vom Holz hier nach ein bisschen ungleichmäßig aussieht. Ich gehe dann noch mit dem Heißluftföhn. Hier, jetzt gehe ich mal schnell so an den Stellen noch ein bisschen mit dem Lötkolben drüber. Das Ganze noch so ein bisschen glätten. Ja. Ihr seht, das geht auch ganz gut. Also wenn ihr keinen Heißluftföhn habt, nehmt einfach den Lötkolben. Müsst ihr nur natürlich relativ, ich sag jetzt mal, schnell drüber gehen. Dann macht er dann auch so ein bisschen die Poren mit glatt. Und wenn ihr da geschliffen habt. Ja, so sieht das dann aus. Und dann können wir jetzt eigentlich anfangen zu pinseln. Ja, das Ganze werde ich wieder mit Flexipaint machen. Das ist am einfachsten zu pinseln. Vor allen Dingen, ich muss gucken, dass ich hier innen drin überall so dran komme. Dadurch, dass die Dinger ein bisschen verwinkelt, sage ich mal, gebaut sind. Ist halt natürlich ein bisschen knifflig da dran zu kommen, aber es geht. Also hier habe ich Gott sei Dank genug Abstand gelassen, da ich da mit dem Pinsel gut zwischenkomme. Bei den mit den Drachen drauf, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also bei der einen ja, also mit den 3 Drachenköpfen, aber bei der anderen, da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Das könnte ein bisschen knibbeliger werden, da dran zu kommen. Aber Leute, ihr kennt mich ja, ich gebe alles für euch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. Ja, dann pinsel ich das Ganze jetzt, beziehungsweise die anderen auch alle. Und dann sehen wir uns, wenn dann die ganzen Schwarzschichten dann alle drauf sind wieder. Und werden hier noch ein bisschen mehr Details reinmachen. Beziehungsweise hier sind noch ein paar Stellen, da muss ich noch ein bisschen dicker drüber gehen. Das ist da, wo das Fliegengitter ist. Da werde ich noch mal eine Schicht oder 2 drüber machen. Das ist mit dem Pinsel ist das nicht immer so toll. Das ist hier, wo ich hier so diese Übergangsteile gemacht habe. Das ist halt ein bisschen der Nachteil, wenn er das mit Fliegengitter verstärkt, oder dann halt an den Stellen noch ein bisschen mehr drüber gehen müsstet. Also ein paar Schichten, so 2, 3. Ich nehme dann hier immer so mein Modellierwerkzeug. Alternativ kann man natürlich auch, zum Beispiel habe ich irgendwo, ich weiß nicht, wo ich hier rumfliehen habe, hatte ich mir ganz am Anfang, hatte ich mir so ein Alu-Rundeisen ein bisschen gebogen. Das geht auch. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig damit zu arbeiten. Das ist mir so, ich nenne es immer so ein bisschen Spachteln. Damit kriegt er aber, ich sag jetzt mal, eine etwas ebenere Oberfläche hin, wie als wenn er am Pinseln seid, und habt dann nachher die Riefen drin. Also es ist jetzt nicht, als wenn ihr das gesprüht habt, aber ihr kriegt damit eine relativ interessante Oberfläche hin, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ist ein bisschen Übungssache. So, das untere machen wir dann später. Dann geht er hin und nimmt einen Kamm
Könnt ihr natürlich je nachdem von oben nach unten, oder unten nach oben, je nachdem wie ihr das wollt. Wie gesagt, dann auch immer so ein bisschen so eine leichte Wellenbewegung, damit das nicht so gerade und gleichmäßig aussieht. Wenn es mal nicht so gefällt, könnt ihr nochmal mit dem Pinsel drüber gehen. Oder halt nochmal mit dem Kamm. Bis ihr dann halt zufrieden seid. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So sieht das dann aus. Ne? Ja, das lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann machen wir hier unten das auch noch. Dann fangen wir mal an mit der Farbgebung. Ich habe festgestellt, hier so innen drin, also da kommst du am besten irgendwie mit dem Pinsel dran. Deshalb werde ich hier innen das nicht mit dem Schwamm tupfen, sondern einfach schnöde das Silber erstmal mit dem Pinsel hier auftragen. Und vielleicht später noch so ein bisschen Feinarbeit, mal gucken. Auf jeden Fall erstmal mit dem Pinsel. Das ist wesentlich angenehmer, da kommst du auch irgendwie überall dran. So auch ein bisschen Hin- und Her-Dreherei, aber es ist wesentlich angenehmer, als wenn ich hier mit einem Schwamm drin am Rumstochern bin. Wie ihr seht, hier so zwischen den Ritzen durch. Kommt man gut dran. Die anderen, wo da mehr Sachen sind, die sind wesentlich schwieriger, aber das geht auch. Kommt man auch durch. Ist nur halt je nachdem, wo die Stellen schon gepinselt sind. Da hat man sich halt ein bisschen vollsiff mit der Farbe, aber das ist ja. Dann fangen wir mal an. Das Silber, bis auf hier drin, ist schon so außen vom Tupfen schon trocken. Sieht schon mal gut aus. Dann fangen wir jetzt schon mal an und machen die Holzmaserung. Dafür nehme ich wieder erstmal so ein dunkleres Braun mit einem Schwamm und bürste das hier so drüber. Nicht zu dick drauf, aber schon ganz gut. Wenn er mal ein bisschen rumkleckert hier so an dem Silber hier, das ist ja relativ dunkel, ist das nicht so schlimm. Und kann man nachher so an den Kanten ein bisschen wegmachen, dann kann man das schön als Rosteffekt nehmen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. Ja. Gut, dass ich hier 7 verschiedene habe. Die Endzeit habe ich schon mal angefangen, was zu machen. Na, das schwarze Ocker brauchen wir gleich. So, dann gehen wir erstmal wieder hin und machen so ein bisschen Metalleffekt. Dafür nehmen wir dann wieder so ein bisschen Silber, dann den Schwamm und bürsten so. Immer gucken, dass ihr nicht so viel drauf habt und dann so leicht drüber bürsten. Ja. Nicht so viel, aber wenn es mal zu hell wird, ist auch nicht schlimm. Ihr könnt das dann nachher mit Schwarz wieder was nachdunkeln. Das Braun, wo ich wieder zu viel drüber gemacht habe, hier an den Stellen, das lassen wir auch erstmal. Dann werde ich vielleicht noch ein bisschen mit Rostfarbe, dann mit der etwas helleren nachher noch ein bisschen was machen. So. Das Silber haben wir jetzt drauf. Mal gucken. Ich habe hier noch irgendwo einen Schwamm, den habe ich nämlich gerade für die anderen Dinger benutzt. Im Endeffekt ist das ja alles so mehr oder weniger von den Sachen, was ich mache, also grob dasselbe. Also jetzt bei der Holzmaserung und so. Obwohl das liegt dann an euch, ihr könnt natürlich dann auch hingehen und dann noch so ein bisschen mit den Farben noch ein bisschen variieren. Weil ich auch mal bei Gelegenheit mal ausprobieren will, ist dann so ein bisschen so ein Grauton oder sowas. Dass das Holz so ein bisschen älter aussieht. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Sieht vielleicht auch ganz interessant aus. Ja. Das sind halt so Sachen, da kann man immer so ein bisschen rumexperimentieren. Das ist ja das Schöne. Und wenn es halt nicht so aussieht, macht er wieder eine Schicht schwarz drauf. Und dann können wir wieder neu versuchen. So. Ich glaube, ja, mit dem Gelb ein bisschen übertrieben. Beziehungsweise gelb ist es ja nicht, ist ja Ocker.
ob Ocker oder beige. Ne, Ocker. So, dann haben wir jetzt das schon mal drauf. Das könnte man jetzt eigentlich schon so lassen. Aber ich will jetzt noch ein bisschen. Ja, ich will es gut. Vielleicht soll ich doch mal machen. Noch ein bisschen mit Schwarz noch ein bisschen drüber gehen. So, gucken. Schön Wasser wird verdünnt. Noch irgendwo hier was rumliegen. Das geht dann nämlich so ein bisschen in die Rillen rein. Dann sieht das Holz ein bisschen gammelig und älter aus. Mal gucken, ob er nicht zu viel nimmt. So. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob das irgendwie hier auch noch ein bisschen Sinn macht. Soweit ist das Ding jetzt schon mal fertig. Ja, ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Bleiband mache ich diesmal nicht in den Griff rein. Ich habe mir mal wieder so ein bisschen Rostfarbe gekauft. Ich finde die total geil. Kann man, ist zwar sehr hell für meinen Geschmack, aber das ist kein Problem. Das kann man dann nachher wieder mit ein bisschen dunklerem Braun, was ich auch für Holz nehme, ein bisschen nachdunkeln. So, ich werde jetzt mal hier so den Korb und die Metallteile noch ein bisschen mit Rost. Bei so einer alten gammeligen Fackel. Da passt das ja. Kann man ja irgendwo hier an der Dungeon-Wand oder irgendwo gefunden haben und hat die einfach mal mitgenommen. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass die Sachen total neu aussehen. Ich werde jetzt nicht total übertreiben, obwohl, mal gucken, vielleicht mal ein bisschen mehr Rost dran. Scheiß was drauf. Wir geizen heute mal nicht. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Das müssen wir jetzt erstmal wieder trocknen lassen. Dann werden wir mal die ersten mal den Topcoat drauf machen, Leute. Dafür nehme ich wieder den matten und Flexi Paint. Dann fangen wir mal mit den Aufwendigen an. Hier muss ich noch so ein bisschen Ocker drüber machen, aber so im Großen und Ganzen ist er schon fast fertig. Jetzt fangen wir an. Ich habe hier ein paar Abgüsse mir schon mal so grob zusammengeschnitten, damit ich dann das mit der Farbe nachher nicht so rumfrickeln muss. Mal uns gucken. So belegt, dass ich hier dann quasi noch so eine Art, ich sag jetzt mal so eine Art Zierband reinmache. Gott sei Dank sind die lang genug. Das wird dann so, ich sag jetzt mal, die zwergische Version. So, hier machen wir die zwei Versionen rein. Müssen wir mal gucken, was danach wird. Vielleicht hätte ich besser auch schon hier das Silber drauf machen sollen. Da muss ich gleich aufpassen, weil hier die, ich sag jetzt mal, die Einlegarbeiten, nenne ich sie jetzt mal, mit den Abgüssen, die will ich dann so in Gold machen. So, jetzt haben wir hier schon mal die zwei Bänder rein gemacht. So, mal gucken. Ich habe das noch nicht so ganz ausprobiert, ob das von der Länge, Gott sei Dank sind die Dinger hier so ein bisschen unterteilt. Wenn das wirklich passen sollte, bei den meisten hoffentlich passt es, schnibbel ich die jetzt hier erstmal so ein bisschen klein, in 4 Stücken. Und hoffe dann, dass ich die hier so reinkriege, dass die passen, mehr oder weniger. So, geht. Wir machen hier unten noch so ein bisschen was rein. Ja, so sieht das jetzt aus.
Dann fangen wir mal an, bei den ersten Teilen die Lederwicklungen zu machen. So, immer dran denken, dass ihr immer vom Knauf quasi immer Richtung Spitze am Wickeln seid. Ja, das ist nachher wichtig, wenn ihr nämlich die Sachen anpackt. So, das machen wir jetzt bei allen. Jetzt haben wir hier das schön ein bisschen noch rund gemacht. Dann hat man hier nämlich so ein bisschen wo das überlappt, ein bisschen schöner. Gibt eine schönere Kontur, seht ihr ja hier. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ja. So, dann werden wir noch den Rest hier erstmal. Dafür nehme ich einen Kontaktkleber. Das klappt eigentlich ganz gut. Immer so das Reststück noch nicht Kleber drauf. Dann können wir das nämlich hier an der Spitze dann schön, ich sage jetzt mal, festziehen. Ja. Ein bisschen nachdrücken und dann das Reststück machen. So, das war jetzt nicht so gut. Aber das ist nicht schlimm. Wir ranzen das Ding sowieso dann noch ein bisschen ein. So, so machen wir dann hier auch. Nicht zu dick drauf, sonst quillt das nachher überall raus. So, am letzten Stück können wir ruhig ein bisschen mehr drauf machen. Also jetzt nicht so ein Riesenklatsch, aber auf jeden Fall das an den Seiten noch, dann wird das nachher nämlich auch besser. Können wir dann mit dem Finger noch so ein bisschen zusammenstreichen. So, das lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen und dann gucken wir mal gleich weiter. Jetzt müssen wir hier noch das Metall dran, das machen wir aber erstmal später. Da muss ich mal gucken. Muss das Ganze auch noch ein bisschen aufhängen. Wird alles ein bisschen aufwendiger, wie ich gedacht hatte. Jetzt müssen wir uns gucken. Was machen wir jetzt zuerst? Wir gehen jetzt hier erstmal noch mit dem Ocker drüber. Ich hoffe, dass das noch nicht eingetrocknet ist. Ich hatte hier extra mal noch so ein Ding drüber gemacht. Ne, das sieht noch gut aus, Leute. Das sieht noch gut aus. Bin begeistert. So, ab und zu klappt ja doch uns jetzt nach Plan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jetzt wird es knifflig, Leute. Jetzt müssen wir hier. Hängen wir erstmal ein bisschen auf, dann können wir hier nämlich dann noch dasselbe wie hier auch machen. Erstmal mit dem Silber drüber, das dunklere Flex mit Flexipin transparent, dann das Acryl und dann noch das Gold. Und dann können wir schon fast Topcoat. Das hier ist der einfache Streitkolben, naja, was heißt einfacher? Also ein bisschen Fackel-Streitkolben-Look. Ne? Erstmal alles jetzt ohne Elektrik. Die muss ich dann noch machen. So, mal gucken. Dann haben wir hier das Endzeitteil. Ja, so ein bisschen mit Rost, Zahnräder und seht. So, mal gucken. Dann hier so die Standardfackel, die man so kennt, ne, mit dem Feuerkorb. Bisschen unterschiedlich gemacht. Ne. So, jetzt auch nichts so übermäßig Berauschendes. So. Und dann kommen die was aufwendigeren. Da habe ich allerdings im Video nicht so viel gezeigt. Im Endeffekt, die Farbgebung ist dieselbe gewesen. Ich habe jetzt nur hier so halt ein paar Abgüsse drauf gemacht, dass das so ein bisschen was zwergiger wirkt. Vielleicht hätte ich hier unten auch noch ein bisschen was, aber ich finde, ich wollte diesmal nicht übertreiben. Sieht ein bisschen zwergisch aus. Ich denke, das passt. So, zwei haben wir noch. Dann hier das nordische Teil. Ja. Wo
weiß nicht, ob man so gut sehen kann. Da habe ich auch, also das habe ich ganz schlicht gehalten. Ich wollte erst hier auch noch was zwischen machen, aber ich dachte, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. So, das ist dann so ein bisschen Richtung Nordisch. Und dann haben wir noch die hier. Da hatte ich dann hier von den geschäumten Drachen, Köpfen, die ich mal gemacht habe, da hatte ich noch so 3 Linien, die waren nicht so toll geworden, aber ich dachte hier bei so einer Fackel, die vielleicht schon so ein bisschen abgenutzt ist, passt das ja, wenn da so ein paar Teile abgebrochen sind. Ne? Ja, so sehen die dann erstmal aus. So Leute, ist ein bisschen dunkler jetzt. Ich habe hier im Hintergrund noch ein bisschen was der Flammen angemacht für die Laternen. Ne? Wer das Short gesehen hat von dem Elektrotest, ich wollte jetzt nicht extra in dem langen Video das auch nochmal mit reinmachen, wie das dann aussieht. Ich hoffe mal, das ganze Projekt hat euch mal wieder ein bisschen inspirieren können, vielleicht den einen oder anderen, ne, für eure eigenen Fackeln oder was auch immer ihr vorhabt. Entschuldigung, dass das was länger gedauert hat, ich wollte noch was probieren, aber das werde ich wohl erst bei einem der nächsten Videos einbauen. Ich habe da noch ein paar Sachen wieder in Planung, aber ihr kennt mich ja, bei mir dauert das ja immer ein bisschen länger. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.